Gleich eine Frage an euch da draußen. Wie repariert ihr gerissenes Plastik? Ich möchte mit euch heute eine Möglichkeit anschauen, wie man Plastik noch anderweitig reparieren kann. Und ob das richtig funktioniert mit dieser Pistole hier, das schauen wir uns an. Viel Spaß! So, jetzt erstmal Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und ich habe euch ja gerade die Frage gestellt, wie ihr gerissenes Plastik reparieren würdet. Damit meinte ich natürlich thermoplastische Kunststoffe, also verformbare Kunststoffe, und das kann man ja im Endeffekt reparieren. Ich habe hier eine Absaugung von einem Bandschleifer und ich kann es euch sagen, wie es ich in der Vergangenheit immer repariert habe. Sowas zum Beispiel, weil ganz ehrlich, dieses Ersatzteil kostet mich 60, 70 Euro. Für so ein Plastikding hier sehe ich nicht ein, werde ich reparieren, solange es gut geht, alles super. Aber wie habe ich gemacht? Ich habe das mit 2K-Kleber einfach hier verkittet, einfach innen und außen, damit das Ding wieder hält, und es hält bombastisch, ist überhaupt kein Problem, also kann man genauso verwenden. Aber ich habe jetzt noch eine andere Möglichkeit gefunden, und zwar ist es diese komische Lötpistole hier. Da kommen noch so Klammern dazu, die werde ich euch gleich nochmal zeigen, und ja, damit kann man auch Plastik reparieren, und damit reparieren viele ihre Stoßstangen damit. Und ich habe hier mal so eine kleine Ecke, das zeige ich euch auch gleich mal, eine kleine Ecke hier repariert, weil die ist auch ausgerissen gewesen. Und das Ding hält bombastisch fest. Aber das werden wir uns gleich mal im Endeffekt anschauen. Und ich bin mal gespannt, weil ich möchte was ganz Großes reparieren. Und ich bin mal selber gespannt, ob ich das mit dieser Pistole hier einfach hinbekomme. Vorab zum Erwähnen ist, dass es nur mit thermoplastischen Kunststoffen geht, und thermoplastische Kunststoffe sind halt Kunststoffe, die sich verformen lassen. Also das merkt ihr, wenn ihr da mit dem Lötkolben hingeht und das Ganze schmort, dann ist es thermoplastisch. Wenn es nicht schmort, dann ist es einfach ein Duroplast oder so. Und Duroplasten sind nach dem Aushärten einfach hart und lassen sich danach auch nicht mehr verformen. Und das würde sich ja theoretisch wieder verformen lassen. Das ist ein thermoplastischer Kunststoff. Das sind von Joghurtbecher angefangen bis zur Handyhülle und alles Mögliche. Und auch hier zum Beispiel diese Absaugung. Ihr seht jetzt gerade, dass ich diese Absaugung, hier seht ihr es hier mit dem 2K-Kleber hier repariert habe, weil das Eck war hier komplett ab. Es hat auch funktioniert. Ihr seht, es hält alles. Also wirklich, es hält top. Es schaut nicht gut aus, aber es muss auch nicht gut ausschauen, aber es hält. Und jetzt kommen wir in diesem Spiel von dieser coolen Pistole hier. Das ist im Endeffekt nichts anderes wie ein Lötkolben. Da steckt man jetzt nachher so Klammern vorne rein, und die Klammern erhitzt man und drückt sie ins Plastik rein. Und das schauen wir uns einfach mal an. Die Klammern werde ich euch auch nochmal zeigen. Und jetzt möchte ich mir hier euch das mal zeigen. Ich habe es nämlich hier schon, weil die Ecke war nämlich auch ab hier. Und diese Ecke habe ich schon repariert mit so genau 3 Klammern. Hier seht ihr hier eine Klammer, hier seht ihr eine Klammer und innen drin ist auch noch eine Klammer. Und die ist einfach ins Plastik warm reingedrückt worden und schon hält diese Ecke wieder. Also ich bin da echt positiv überrascht, dass das hier an diesem coolen kleinen Eck hier funktioniert hat. Der war, wie gesagt, das war ja auch ab. Jetzt zeige ich euch mal die Klammern. Diese Klammern werden dann hier vorne in das Gerät reingesteckt und dadurch erhitzt. So, jetzt haben wir hier verschiedene Arten von Klammern. Diese Klammer hier, die wir hierher haben, die mit der Spitze vorne dran, diese Metallklammer, die kommt in 90 Grad, kann man die reinpressen, und zwar von innen. Diese hier ist 90 Grad Plastik zu reparieren, von außen die 90 Grad. Hier kann man ein bisschen Fläche machen, also Risse, schöne Risse, dass die dann hier schön gewellt drin bleiben. Und diese hier auch nochmal Risse, um einfach die Risse zu stabilisieren. Leute, darf ich vorstellen, das ist Flymo. Flymo ist ein Gehäuse eines fliegenden, schwebenden Rasenmähers. Ich kannte das vorher nicht wirklich, ganz komisch. Das Ding schwebt über den Rasen und mäht irgendwie die Rasen. Und es gehört Jürgen und ich kann es reparieren. Ihr seht selber hier, dieses Gehäuse wurde schon repariert hier. Und er hat es jetzt hier genietet mit Alu. Er hat da keine Plastikreparatur verwendet. Er kannte das wahrscheinlich selber noch nicht. Ich ja auch noch nicht in Wirklichkeit mit diesen Klammern hier
zu brennen im Endeffekt. Und wir wollen jetzt einfach mal schauen, weil dieses Gehäuse hat hier einen riesengroßen Riss hier einmal rum. Und wir wollen schauen, ob wir das repariert bekommen. Leute, es ist keine professionelle Reparatur, denn eine professionelle Reparatur schaut nämlich anders aus. Zwar, wenn man jetzt hier zum Beispiel einen Riss hat. Hier haben wir hier einen dicken Riss hier und diesen Riss, den wollen wir jetzt erstmal im Endeffekt, wenn man es professionell macht, schneidet man dann ein kleines V rein. Also so ist die Verbindung von dem Riss. Und wenn man ein kleines V reinmacht, dann schneidet man das da rein mit der Flex oder sonst irgendwas, also mit langsamer Geschwindigkeit, weil das schmilzt ja das Plastik, und machen eine kleine V-Keilform rein in dieses Plastik. Danach wird das Ganze hier mit diesen Klammern zusammengehalten und dann kommt 2K Plastikkleber drauf, dann wird das Ganze glatt gestrichen, dann wird das Ganze verschliffen, dann wird das Ganze gespachtelt, dann wird das nochmal geschliffen und dann wird es lackiert. Wir brauchen das aber bei dem Gehäuse ganz ehrlich nicht, weil es schaut ja so schon furchtbar aus. Deshalb müssen wir da keine Schönheits-OP machen an diesem Gehäuse, sondern wir wollen es jetzt einfach funktionell reparieren, damit das Ding einfach wieder funktioniert. Jetzt seht ihr mal diesen riesengroßen Riss hier, der geht hier einmal komplett außen rum, fast schon, so Hälfte. Und den wollen wir einfach stabilisieren und das Ganze ein bisschen reparieren. Und wie ich das gerade gemeint habe, wenn ihr jetzt da zum Beispiel jetzt hier eine kleine V-Form reinschneiden würdet, dann hält der 2K Plastikkleber einfach besser, weil er hier eine Verbindung zwischen dem Plastik hat. Hier hätte er keine Verbindung, da ist es ja praktisch nur erhöht ein bisschen und da wird sich der Plastikkleber ja wie gesagt nicht verbinden so richtig. Aber wir wollen das Ganze nicht und wollen einfach nur schauen, dass wir das Ganze rausbiegen können und irgendwie zusammenkriegen, damit es halt einfach stabil ist. So, ich habe das Ganze jetzt mal hier auf die Werkbank festgespannt. Dann können wir hier besser das Ganze ein bisschen rausziehen und ein bisschen gerade biegen. Und jetzt habe ich mal eine Klammer reingemacht. Und jetzt hoffentlich könnt ihr es erkennen. Ich drücke da mal drauf und dann seht ihr schon, das fängt an zu glühen oder es wird langsam heiß, das Ganze. Und dieses Ding, das pressen wir dann hier unter die Oberfläche des Plastiks einfach rein. Ihr seht schon, es wird richtig dunkel, es ist schön heiß. Und das pressen wir dann praktisch hier ins Plastik rein. Ich mache es so ein bisschen, circa auf die Hälfte der Stärke des Plastiks. Und ja, wollen wir mal einfach testen. So, ich werde jetzt einfach mal hier drücken. Und zwar können wir das Ganze dann so ansetzen hier. Das wird ein bisschen schwer. Wenn wir das hier ansetzen, dass dieses geschwungene von dieser Klammer hier direkt über den Riss geht. Jetzt bräuchte ich eigentlich 5 Hände dazu. Wenn ich das Ganze ein bisschen aufbiegen. So, jetzt machen wir gleich nochmal Nahaufnahme. Und jetzt werden wir es dann ins Plastik reinbringen. Bisschen tiefer, bisschen tiefer, bisschen tiefer. Okay. Jetzt können wir rausgehen, das Ganze nochmal abkühlen lassen. Und dann ist die erste Reparatur schon fertig, denke ich mal. Und ja, ist drin. So, jetzt mal in Nahaufnahme. Ihr seht es jetzt, hier ist der Riss hier ist die erste Klammer drin. Das werden wir nachher nochmal alles abbrechen hier, diese Stifte hier. Und das werden wir dann das nächste Mal verbinden hier. Und das drücken wir einfach drauf auf die Klammer, auf die Pistole und drücken das Plastik, die Klammer richtig schön ins Plastik rein. Ihr seht, wie das da reinschmilzt. Ich mache es jetzt hier bis zur Hälfte. So, und rausziehen und fertig. Das Ganze können wir dann nachher noch ein bisschen verschleifen. Ist auch gar kein Problem. Dann verschwinden diese Bollen da und dann werden wir gleich mal das nächste wieder machen drauf. Und so können wir den Riss jetzt einfach hier reparieren und jetzt wollen wir mal schauen, wie stabil das Ganze ist. Wir werden es natürlich auch noch auf der Rückseite noch ein bisschen machen. Und die Klammern sind auch wirklich nicht teuer. Da kosten 1000 Stück um die 14 Euro oder so. Also wenn man damit Sachen reparieren kann, die 60, 70 Euro hier im Ersatzteil kosten, dann hat sich das Ganze eigentlich schon rentiert. Aber ich werde euch natürlich unten auch nochmal alles verlinken.
Jetzt kann ich euch noch einen kleinen Tipp geben. Und zwar, wenn ihr das Ganze reinpresst, hier zum Beispiel, dann könnt ihr das Ganze, wenn das im Plastik ist, auch noch leicht verdrehen in eine Richtung. Dann geht es direkt ins Plastik rein und verkeilt sich dann auch noch. Also leicht drehen und schon ist es wirklich hier im Plastik innen drin. Das ist auch noch nur als Tipp so. So Leute, ihr seht, hier ist das doch zu groß. Also sprich, die Löcher sind dann sehr groß. Da halten die Flammen zwar schon, aber ich werde hier noch 2K Plastikkleber rein machen. Hier werde ich zuerst mal diese Stifte abbrechen. Die kann man entweder abbrechen, hier ganz einfach, braucht man einfach nur abbrechen, diese Teile hier. Manche gehen leicht, manche gehen nicht leicht. Abbrechen, abbrechen, jawohl, geht. Seht ihr, ist eigentlich ziemlich einfach abzubrechen, das Ganze hier. Und da werde ich jetzt noch 2K Plastikkleber reinmachen und das Ganze noch mal ein bisschen verschleifen, damit es einfach noch mal hier an dieser Stelle hier ein bisschen stabiler wird. Aber das Erste, was ihr jetzt schon mal gesehen habt, es ist echt nicht schlecht, muss ich sagen. Seht ihr das Ganze hier? Diese ganzen Sachen müsst ihr natürlich noch abbrechen hier. Aber wie gesagt, ist ja wirklich ganz einfach. Nur in die richtige Richtung müsst ihr brechen. Ne? Manchmal geht es, manchmal nicht. Ihr könnt es auch mit der Flex abflexen oder einfach mit der Zange umbiegen. Dann funktioniert es. Der möchte zum Beispiel jetzt gar nicht mal abbrechen hier. Aber gut, wir werden sehen. Und das machen wir das Ganze mit dem Plastikkleber. So, der Plastikkleber, der muss noch einfach, oder 2K-Kleber, der muss noch bis morgen trocknen. Ich habe da nicht wirklich die richtige Mischung erwischt hier. Und, aber ich habe jetzt schon mal den Bruchtest hier. Ich kann mich hier komplett, der Riss ist komplett repariert, ist faszinierend, wie toll das Ganze hält. Ich werde es euch jetzt gleich nochmal zeigen. Ich habe es jetzt noch ein bisschen verschliffen. Wie gesagt, wenn man es schön haben will, müsste man das Ganze jetzt noch ein bisschen mehr schleifen, müsste man spachteln, müsste man wieder schleifen und das Ganze dann drüber lackieren. Und dann hat man da so gut wie neues Plastik hier an der Stelle und man sieht gar nichts mehr. Aber ich hole euch mal her und ich zeige euch nochmal hier die Details. Jetzt seht ihr mal hier an der Stelle, wo ich noch geschliffen habe, da meinte ich jetzt, müsst ihr halt mit der Spachtel drüber gehen, mit der Plastikspachtel und das Ganze dann hier nochmal verschleifen, dann habt ihr das wirklich schön. Aber ihr seht, wie das jetzt ausschaut, es ist ja nicht, es muss ja kein Ding, es muss ja nur funktionieren, Leute. Also ich brauche das, oder der Jürgen braucht das jetzt nicht richtig schön. Aber wenn ich jetzt mal hier sehe, ich kann wieder komplett, wenn man denkt, der komplette Riss hier bis hier hinter war komplett durch, und ich kann jetzt hier wieder komplett drauf, ohne dass irgendwas passiert. Schaut's mal, Leute. Also es ist faszinierend. Jetzt bleibe ich immer hängen hier. Jetzt drehen wir das Ganze nochmal um. Hier drin haben wir es auch nochmal gekittet hier mit diesen Metallstreifen. Das ist echt top. Wie gesagt, das muss ich morgen nochmal schleifen. Da waren ja dann die größeren Risse drin oder Löcher mit drin. Das muss morgen nochmal, der Plastikkleber muss erstmal richtig komplett durchtrocknen, damit ich ihn schleifen kann. Werde ich morgen noch machen. Leute, schreibt es doch mal unten in die Kommentare rein, ob ihr dieses Teil hier schon gekannt habt oder vielleicht kennt ihr es ja schon, kann ja sein. Wie habt ihr Plastik repariert, geklebt, Sekundenkleber, was auch immer. Schreibt es mal unten rein. Mich würde mal eure Meinung überhaupt zu diesem Gerät mal interessieren. Kommen wir mal zum Fazit. Also mal ganz ehrlich, ich bin positiv überrascht von diesem Werkzeug hier mit diesen Klammern zum Einschmelzen ins Plastik. Und ich weiß gar nicht, warum ich das vorher nicht entdeckt habe und vorher schon probiert habe. Denn ich habe immer geklebt und es hat auf Dauer nicht wirklich gehalten. Und jetzt habe ich eine Reparaturmöglichkeit von Plastik, wirklich um Teile einfach selber zu reparieren. Mega. Und ich weiß auch, dass es auch funktioniert, weil ich habe auch Profis schon damit arbeiten sehen. Die haben dann wirklich hier die Stoßstangen richtig schön repariert mit Spachteln und mit drüber lackieren und so weiter und so fort. Also es funktioniert auch in dem Fall natürlich nicht notwendig. Jürgen, ich hoffe, du freust dich über die Reparatur deines fliegenden Rasenmähers und es wird hoffentlich noch wieder eine Zeit lang halten. Leute, ich wünsche euch schöne Grüße aus dem Allgäu. Lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
Servus aus dem Allgäu.